Okay, Ruhe da, jetzt da drüben auf die billigen Plätze. Das Mikrofon ist nämlich sehr gut, da hört man jeden Muckser. Aloha! Wir begrüßen euch von unserer hauseigenen Tiki-Bar. Wir hätten uns das nicht gedacht, dass das jemals passieren würde, aber jetzt ist es soweit. Ich habe mal die Brille abgenommen, dass hier alles ein bisschen seriöser wirkt. Ich habe übrigens auch einen Hut auf, den man fast nicht sieht, weil das Bild ein bisschen abgeschnitten ist. Kurz zur Story, um was geht es heute? Um das coolste Set 2021, würde ich sagen. Genau, wir haben seit ein paar Tagen unser erstes offizielles Lego-Set, welches wir euch heute jetzt mal kurz in die Kamera halten dürfen. Es ist die sogenannte Wild City Beach Bar. Genau, es steht sogar da oben. Warte, ein bisschen weiter hin. Oh, Entschuldigung. Mit bedruckter Fliese, also das ist der absolute Wahnsinn. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch das Set heute mal. Und falls ihr glaubt, das ist ein Witz, nein, es ist kein Witz, es ist wirklich ein offizielles Set. Moment, ich mache lieber das auf, damit ihr das besser sehen könnt. Nämlich, das glaubt ihr nicht. Wir haben sogar eine Setnummer. 18 plus ist ganz klar, dass das Set sein muss, denn es wird ja auch, hoffentlich werden Cocktails ausgeschenkt, ich weiß nicht. Und die Setnummer ist 5000 zu unserem 5000 Abonnenten passend, also besser geht's nicht, muss ich sagen. Genau, es ist auch noch aufgezeichnet, dass es ein Set mit 231 Teilen ist. Genau. Und wie ihr schon gesehen habt, es ist die Wild City Beach Bar, die wird also irgendwo am Strand platziert werden. Kurz, während Rita vielleicht das Set mal in die Kamera hält, zur Vorgeschichte. Der liebe André hat uns kontaktiert und hat uns geschrieben, per E-Mail übrigens, er möchte uns gerne eine Figur zusenden, weil er auch gerne bei unserem 4000 Abonnenten Spezial ein Bewohner von Wild City werden möchte. Ich habe ihm dann zuerst zurückgeschrieben, André, tu dir doch nichts an, sag uns einfach, wie du gerne aussehen möchtest und wir werden dich zusammenbauen und dann auch noch platzieren. Der liebe André. Hier ist er. Er hat dann nochmal zurückgeschrieben, nein, er möchte uns gerne ein kleines Päckchen schicken mit einer Figur. Dann habe ich gesagt, okay, her damit. Das ist dann kein Problem. Und ein paar Tage später kam auf einmal eine Sendung an bei uns, wo ich schon beim Entgegennehmen vom Postboten gemerkt habe, dass da mehr drinnen ist als eine Figur. Ja. Wir haben dann hineingeschaut und haben unseren Augen fast nicht getraut. Es war wirklich so cool, was wir da drinnen vorgefunden haben. Das Set war wie ein echtes Lego-Set, fein säuberlich in solchen Ziploc-Bags hineingegeben. Und super nummeriert, muss ich auch sagen. Auch nummeriert mit den einzelnen Bauschritten. Also sowas haben wir wirklich noch nicht gesehen. Ja. Und ich blätter mal ein bisschen weiter vor, damit man das sieht, weil auf der ersten Seite, das macht jetzt keinen Sinn. Aber allein die Anleitung, wie viele Seiten da in Farbe ausgedruckt wurden, das ist der totale Wahnsinn. Hier zum Beispiel, ihr seht es, da braucht man dann schon das Säckchen Nummer 2 und da wird fleißig eben diese Beach Bar aufgebaut. Es ist so cool gemacht, also wirklich. Also wir beide hatten Riesenspaß beim Aufbau dieser Bar. Wenn ihr noch mal einen Blick drauf werfen wollt, es ist ein kleines, kompaktes Set, was aber sehr viel Detailverliebtheit aufweist. Hier vorne 5 solche Barhocker, wo rein zufälligerweise 2 Figuren Platz genommen haben, um einen Cocktail zu trinken, die uns sehr ähnlich sehen. Hier auch total cool mit diesen, ich liebe diese Palmenblätter. Die sind auch, ich weiß nicht, wie man es am besten sieht, beleuchtet. Also das ist natürlich auch, wird mit Strom versorgt, nehme ich an. Dann hier relativ viel in braun gehalten. Hier diese Theke, die so aus diesen kleinen runden 1x2er Plates gebaut ist. Das ist auch eine coole Technik eigentlich. Und ja, dieser Aufbau hier, wie gesagt, nochmal mit diesem Logo, welches bitte wirklich eine bedruckte 2x4 Fliese ist. Die ist sogar noch ein zweites Mal als Ersatzteil dabei. Das heißt, wir können irgendwo in der Stadt entweder noch eine zweite Niederlassung dieser Bar aufbauen oder ein Werbeplakat. Vielleicht, wenn die Bar erfolgreich ist, ja, und die gut besucht wird in der Stadt, dann könnten wir eine zweite Location aufmachen. Ganz richtig, ja.
bin ich auch voll dafür. Und was mir einfach total gefällt, ist, ich gebe den guten André mal auf die Seite. Also wie gesagt, ihr habt ihn vielleicht schon gesehen. Er sieht so aus in Lego-Form. Die Bar ist einfach innen auch total liebevoll gestaltet. Es ist alles voller Gläser und Flaschen, auch sogar Aber diese tollen... Eben, sogar verschiedene Flaschen. Also es ist nicht so, dass einfach nur da die durchsichtigen Flaschen genommen wurden, sondern auch die bedruckten Flaschen, dass es wirklich aussieht, als wären das verschiedene, keine Ahnung, Liköre, ja, alkoholische Getränke oder vielleicht auch nicht alkoholische, man weiß es ja nicht. Und es ist auch sogar diese bedruckte Flasche dabei, die, glaube ich, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, genau, bei diesem mit dem Schiff in der Flasche drauf, die ist auch zweimal drin. Hier ist alles voller Gläser, die sind so verkehrt rum eingehängt. Also wirklich toll. Ja. Bin da ganz begeistert. Gib mir bitte nochmal unseren gelben Stein, diese Platte, damit wir auch die anderen Figuren noch herzeigen können. Also wir haben uns wirklich sehr gefreut. Es ist... Ich sitze so fest auf dem Barhocker, aber das ist einfach nur, weil ich schon lange keinen Cocktail mehr in einer Bar getrunken habe. Wenn Rita mal irgendwo in einer Bar ist, dann ist es meistens ein Problem, dass sie zum Heimgehen gezwungen wird. Ja. Ist jetzt ein wenig einfacher im Moment, aber... Speziell, wenn es einfach so gute Getränke gibt. Ich meine, da kann man nicht... bestimmt wieder kommen. einfach so wieder heimgehen. Also hier nochmal der Überblick über die Figuren. Wir haben nochmal den guten André, also nochmal herzlichen Dank dafür. Übrigens ein cooles Oberteil. Ich kenne das Oberteil gar nicht. Dann Rita, ja, auch mit toller Frisur. Sehr, und auch cooles Urteil. Meine Wenigkeit, auch du im perfekt getroffen, muss ich sagen. Also wirklich sehr tolle Figurenteile. Und wir haben, ja, es ist schon öfter vorgekommen, dass uns Leute irgendwelche eigenen Kreationen geschickt haben oder zum Teil auch Anleitungen für Mocks, die wir aufbauen können und in der Stadt verwenden. Da lassen wir uns ja auch sehr gerne von euch inspirieren. Vielen Dank. Aber dass uns jemand ein eigenes Bricks Go Wild Set zuschickt und dann noch dazu so ein tolles, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen und da möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Natürlich wird die Bar Einzug in unsere Stadt finden, aber das ist ganz klar. Sicher. Auf dem Strand, ganz klar. Ich finde es auch sehr nett, dass ich hier mit Rita an der Bar sitze und nicht André mit ihr. Aber es ist, wir haben es genauso aufgebaut, wie es in der Anleitung ist. Und dort ist das so. Also wir haben wirklich mit den Ohren geschlackert, als wir dieses Set aus dem kleinen Paket rausgezogen haben. Alleine wie viel Detail da in dieser Anleitung steckt. Dann die ganzen Säckchen mit den Bauabschnitten, Ersatzteile. Es sind auch jede Menge Flaschen und Gläser und Kirschen noch dabei, die wir sicher noch irgendwie verwenden können. Und es hat uns einfach wahnsinnig gefreut, dass wir dann direkt mit dem Bauspaß loslegen konnten. Und die Bar, die sieht einfach total cool aus. Der gute André hat uns geschrieben, er würde gerne einfach als Barkeeper am Strand stehen, aber er hat dort keine Bar gesehen in Wild City und dem möchte er gerne Abhilfe schaffen. Genau. Und ja, perfekt für uns. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Deswegen, wir werden sehen, ob jetzt wirklich diese Bar Erfolg hat, ob da auch noch andere Minifiguren sich zu uns gesellen und einen Drink sich gönnen. Und dann müssen wir uns ja überlegen, wo wir die zweite Bar hinbauen werden. Ob wir da eine zweite Beachbar draus machen quasi, also wirklich am Strand. Oder vielleicht, was ich mir auch schon gedacht habe, entweder in der Innenstadt oder im Vergnügungspark könnten wir sonst auch quasi so eine zweite Bar aufmachen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, die zwar dann quasi Beachbar heißt, aber halt nicht direkt am Strand sein muss, damit auch die Geschäftsleute dann am Abend nicht sich auf den weiten Weg an den Strand machen müssen, sondern einfach einen Drink sich gönnen können in einer Art Tiki-Bar oder vielleicht auch ein Haus, das einfach so dekoriert ist. Ihr seht, die Möglichkeiten sind fast grenzenlos und es ist wirklich Wir brauchen wieder spannend. Ideen, Leute. Ich weiß nicht, Rita spricht immer wieder von einer Beachbar, von einer Tiki-Bar. Das sind so Worte, die ich aus ihrem Mund schon sehr oft gehört habe. Worte der Zuneigung mir gegenüber sind auch sehr selten, aber wie gesagt, diese Beachbar, die hat sie öfters erwähnt. Und jetzt haben wir sie. Also das ist ganz, ganz toll. Ich würde sagen, wir trinken jetzt noch einen kleinen Cocktail und sagen nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an dich, lieber André, für diese tolle Geschichte. Dank. Das war wirklich
eine total coole Angelegenheit, oder ist es besser gesagt. Und ich bin mir sicher, dass das Wild City Lego Set einen tollen Platz in unserer Stadt bekommen wird. Ich bin mir gar nicht sicher, das Set hat die Nummer 5000. Ist die bei Lego überhaupt vergeben? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Haben wir es. Set Nummer 5000. Ich glaube, das wird der Durchbruch. Wild City Beach Bar. Genau. Auf jeden Fall. In dem Sinne, gönnt auch ihr euch einen netten Drink und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald in der Beach Bar oder vielleicht in der zweiten Niederlassung. Wenn ihr da Tipps habt, wo wir die hinbauen können und wie, einfach unten in die Kommentare. Wir freuen uns. Und gibt ja noch ein Gläschen. Und in dem Sinne dann Prost, Christoph. In dem Sinne Cheers. Cheers. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.